Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine kurze Frage zum Einstieg. Wann beginnt eine Veranstaltung, die für 19 Uhr angesetzt ist? In Deutschland. Um 19 Uhr. Keine Minute später. Und wer um 19:05 Uhr erscheint, ist zu spät und weiß das auch. Das klingt simpel, aber es ist eines der markantesten kulturellen Merkmale Deutschlands. Pünktlichkeit. Heute schauen wir, warum Deutsche so pünktlich sind, was dahinter steckt und ob dieses Stereotyp überhaupt noch stimmt. Plus 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau. Los geht's! Thomas, bist du selbst pünktlich? Sehr pünktlich. Ich komme meistens 5 Minuten früher als verabredet und dann warte ich lieber draußen, bis der vereinbarte Zeitpunkt da ist. Damit ich nicht zu früh klingle und den anderen überrasche. Das ist bezeichnend. Du bist pünktlich bis zur Absurdität. Aber Pünktlichkeit ist dir so wichtig, dass du lieber draußen in der Kälte wartest, als eine Minute zu früh zu sein. Das bringt es gut auf den Punkt. In Deutschland bedeutet Pünktlichkeit genau zur vereinbarten Zeit. Nicht früher, nicht später. Zu früh zu kommen ist fast genauso unhöflich wie zu spät zu kommen. International ist Deutschland für seine Pünktlichkeit berühmt oder berüchtigt. Die Deutsche Bahn ist das einzige Unternehmen, das Entschuldigungsbriefe druckt, weil Züge zu spät kommen. Denn der Standard ist so hoch, dass jede Abweichung als Skandal gilt. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist die Deutsche Bahn das meistdiskutierte Beispiel für Unpünktlichkeit in Deutschland. Weil der Anspruch so hoch ist, wird jede Verspätung zur Katastrophe. Das zeigt etwas Wichtiges. Pünktlichkeit in Deutschland ist nicht nur eine Gewohnheit. Sie ist eine moralische Kategorie. Wer zu spät kommt, ist nicht nur unorganisiert, er ist respektlos. Er verschwendet die Zeit anderer. Und Zeit ist in Deutschland eine knappe, wertvolle Ressource. Das Sprichwort sagt es direkt. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. In Deutschland gilt das für jeden, nicht nur für Könige. Woher kommt diese Obsession mit Pünktlichkeit? Das ist keine Selbstverständlichkeit. In vielen anderen Kulturen gilt Zeit als viel flexibler. Mehrere Faktoren spielen zusammen. Erstens, die Industrialisierung. Im 19. Jahrhundert wurden Fabriken gebaut. Züge fuhren nach festen Fahrplänen. Schichten begannen auf die Minute genau. Wer zu spät kam, störte den gesamten Produktionsablauf. Pünktlichkeit wurde zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Und Deutschland industrialisierte sich sehr schnell und sehr gründlich. Die Disziplin der Fabrik wurde zur kulturellen Norm und dann zur gesellschaftlichen Tugend. Zweitens, die protestantische Arbeitsethik. Max Weber hat das beschrieben. In protestantisch geprägten Gesellschaften gilt Zeit als Geschenk Gottes, das man nicht verschwenden darf. Müßiggang ist Sünde, Effizienz ist Pflicht. Pünktlichkeit ist Ausdruck von Disziplin und Selbstbeherrschung. Drittens, die deutsche Planungskultur. Deutschland ist eine Gesellschaft, die plant. Man hat Kalender, Terminpläne, Projektpläne. Alles hat seinen Platz, seine Zeit, seine Struktur. Pünktlichkeit ist die Grundvoraussetzung, damit diese Strukturen funktionieren. Es gibt auch eine linguistische Dimension. Die deutschen Wörter für Zeit, Termin, Frist, Deadline, Zeitplan klingen bereits wie Verpflichtungen. Ein Termin ist keine Einladung. Ein Termin ist eine Zusage, eine Pflicht. Im Englischen sagt man Appointment. Das klingt fast unverbindlich. Im Deutschen Termin, fast wie ein Vertrag. Wie unterscheidet sich das international? Der Kulturanthropologe Edward Hall unterschied zwischen monochronen und polychronen Kulturen. Das haben wir in einer früheren Folge besprochen. Deutschland ist eine klassisch monochrone Kultur. Eine Sache nach der anderen, nach festen Zeitplänen. In polychronen Kulturen, vielen arabischen, südeuropäischen oder lateinamerikanischen Gesellschaften, ist Zeit flexibler. Beziehungen sind wichtiger als Zeitpläne. Wenn ein Gespräch noch läuft, wartet der nächste Termin. Das führt zu klassischen interkulturellen Missverständnissen. Ein deutscher Geschäftsmann in Brasilien, der pünktlich zum Treffen erscheint und dann 45 Minuten wartet.
und sich beleidigt fühlt. Sein brasilianischer Partner, der 45 Minuten zu spät kommt und nicht versteht, warum der Deutsche so angespannt ist. Für den Deutschen ist das Respektlosigkeit. Für den Brasilianer ist der Termin trotzdem wichtig. Er kommt schließlich. Zwei völlig verschiedene Zeitkulturen, die aufeinandertreffen. Und Deutschland ist dabei kein Extrem. Japan und die Schweiz gelten als noch pünktlicher. In Japan ist ein Zug, der 1 Minute zu spät abfährt, eine entschuldigungswürdige Verspätung. Die japanische Staatsbahn hat einmal eine offizielle Entschuldigung für eine 25 Sekunden Verspätung herausgegeben. 25 Sekunden, das ist beeindruckend und ein bisschen erschreckend. Oder bewundernswert. Je nach Perspektive. Ausdruck 1: Die Pünktlichkeit. Bedeutung: die Eigenschaft, Verabredungen und Termine exakt zur vereinbarten Zeit einzuhalten. Beispiel 1: Pünktlichkeit gilt in Deutschland nicht nur als Tugend, sie ist eine moralische Verpflichtung. Beispiel 2: Wer in Deutschland regelmäßig zu spät kommt, riskiert seinen Ruf als zuverlässige Person. Ausdruck 2: Die Verspätung. Bedeutung: das Zu-Spät-Kommen zu einem vereinbarten Termin oder das Überschreiten einer geplanten Zeit. Beispiel 1: Eine Verspätung von 10 Minuten ohne Vorwarnung gilt in Deutschland als unhöflich. Beispiel 2: Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2023 eine durchschnittliche Verspätung von 8 Minuten verzeichnet. Ausdruck 3: Der Termin. Bedeutung: eine verbindliche Verabredung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Beispiel 1: In Deutschland ist ein Termin eine ernsthafte Verpflichtung, kein unverbindlicher Vorschlag. Beispiel 2: Einen Termin abzusagen sollte immer rechtzeitig und mit Begründung geschehen. Ausdruck 4: Die Zuverlässigkeit. Bedeutung: die Eigenschaft, vertrauenswürdig und berechenbar zu sein, Versprechen und Zusagen einzuhalten. Beispiel 1: Pünktlichkeit gilt in Deutschland als sichtbarstes Zeichen von Zuverlässigkeit. Beispiel 2: Zuverlässigkeit ist im deutschen Berufsleben wichtiger als Charisma oder Kreativität. Ausdruck 5: Einhalten. Bedeutung: eine Vereinbarung, Regel oder Frist genau befolgen und nicht davon abweichen. Beispiel 1: Fristen und Deadlines werden in Deutschland strikt eingehalten, Ausnahmen sind selten. Beispiel 2: Wer Versprechen nicht einhält, verliert schnell das Vertrauen seiner deutschen Kollegen. Ausdruck 6: Die Tugend. Bedeutung: eine moralisch wertvolle Eigenschaft oder Verhaltensweise, die gesellschaftlich hochgeschätzt wird. Beispiel 1: Pünktlichkeit ist in Deutschland eine der wichtigsten gesellschaftlichen Tugenden. Beispiel 2: Was in einer Kultur als Tugend gilt, kann in einer anderen als übertrieben gelten. Ausdruck 7: Die Disziplin. Bedeutung: die konsequente Fähigkeit, sich selbst zu steuern und Verpflichtungen ohne Abweichung einzuhalten. Beispiel 1: Deutsche Disziplin in der Zeitplanung ist weltweit bekannt und wird oft bewundert. Beispiel 2: Disziplin ist nicht Starrheit, sie ist die Grundlage, auf der Vertrauen entsteht. Ausdruck 8: Der Zeitplan. Bedeutung: eine strukturierte Übersicht über geplante Aktivitäten und deren genaue zeitliche Abfolge. Beispiel 1: Ohne einen klaren Zeitplan fühlen sich viele Deutsche unwohl und ineffizient. Beispiel 2: Der Zeitplan wird in deutschen Projekten als verbindliches Dokument behandelt, nicht als Orientierung. Ausdruck 9: Verbindlich. Bedeutung: rechtlich oder moralisch bindend, eine Zusage oder Vereinbarung, die eingehalten werden muss. Beispiel 1: In Deutschland ist ein mündlich vereinbarter Termin genauso verbindlich wie ein schriftlicher. Beispiel 2: Verbindliche Zusagen gibt man in Deutschland erst, wenn man sicher ist, sie halten zu können. Ausdruck 10: Die Frist. Bedeutung: ein festgesetzter Zeitpunkt oder Zeitraum, bis zu dem etwas erledigt sein muss. Beispiel 1: Fristen werden in Deutschland peinlich genau eingehalten, auch wenn es persönliche Opfer kostet. Beispiel 2: Eine Frist zu verpassen gilt in Deutschland als schwerwiegender Fehler. Ausdruck 11:
Die Effizienz. Bedeutung: die Fähigkeit, ein Ziel mit minimalem Zeit- und Ressourcenaufwand zu erreichen. Beispiel 1: Deutsche Pünktlichkeit dient der Effizienz. Zeitverschwendung gilt als moralisches Vergehen. Beispiel 2: Effizienz ist in deutschen Unternehmen kein bloßes Ziel, sie ist ein Wert. Ausdruck 12: Monochron. Bedeutung: eine Zeitorientierung, bei der Dinge sequenziell und nach festen Plänen erledigt werden. Beispiel 1: Deutschland ist eine klassisch monochrone Kultur, ein Termin nach dem anderen. Beispiel 2: Monochrone Menschen empfinden Planänderungen als Störung, nicht als Flexibilität. Ausdruck 13: Polychron. Bedeutung: eine Zeitorientierung, bei der mehrere Dinge gleichzeitig und flexibel gehandhabt werden. Beispiel 1: In polychronen Kulturen sind Zeitpläne Orientierung, keine Verpflichtung. Beispiel 2: Polychrone Menschen sehen Pünktlichkeit als Ideal, nicht als moralisches Gesetz. Ausdruck 14: sich verspäten. Bedeutung: zu einem vereinbarten Termin oder Zeitpunkt später als geplant eintreffen. Beispiel 1: Wer sich verspätet, sollte in Deutschland immer vorher anrufen und Bescheid geben. Beispiel 2: Sich zu verspäten ohne Vorwarnung gilt als Zeichen von Respektlosigkeit. Ausdruck 15: rechtzeitig. Bedeutung: früh genug, um einen Termin oder eine Frist ohne Zeitnot einzuhalten. Beispiel 1: In Deutschland gilt: rechtzeitig erscheinen heißt 5 Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Beispiel 2: Wer rechtzeitig plant, vermeidet Stress und signalisiert Verlässlichkeit. Ausdruck 16: peinlich genau. Bedeutung: mit extremer Sorgfalt und Präzision auf Details achtend, oft im Kontext von Regeln oder Zeit. Beispiel 1: Deutsche halten Verabredungen peinlich genau ein, selbst bei informellen Treffen. Beispiel 2: Peinlich genaue Planung ist in Deutschland kein Übertreiben, sie ist Standard. Ausdruck 17: der Müßiggang. Bedeutung: das absichtslose Verbringen von Zeit ohne produktive Tätigkeit, Faulheit. Beispiel 1: In der protestantischen Tradition gilt Müßiggang als Sünde. Zeit muss sinnvoll genutzt werden. Beispiel 2: Müßiggang hat in Deutschland einen schlechten Ruf. Auch in der Freizeit fühlen sich viele schuldig. Ausdruck 18: Absagen. Bedeutung: einen bereits vereinbarten Termin oder eine Verabredung für ungültig erklären. Beispiel 1: Wer einen Termin absagt, tut das in Deutschland so früh wie möglich und mit einer klaren Begründung. Beispiel 2: Kurzfristig absagen gilt als unhöflich. Es zeigt, dass man die Zeit anderer nicht respektiert. Ausdruck 19: das Stereotyp. Bedeutung: eine vereinfachte, verallgemeinernde Vorstellung über eine Gruppe von Menschen. Beispiel 1: Das Stereotyp des pünktlichen Deutschen stimmt, aber nicht für alle und nicht immer. Beispiel 2: Stereotype können hilfreich als erste Orientierung sein, dürfen aber nie als festes Urteil gelten. Ausdruck 20: die Verlässlichkeit. Bedeutung: die Eigenschaft, dass man sich auf jemanden oder etwas in vollem Vertrauen stützen kann. Beispiel 1: Verlässlichkeit ist in Deutschland der wichtigste Baustein jeder professionellen Beziehung. Beispiel 2: Wer verlässlich ist, gewinnt in Deutschland langfristig mehr als jemand, der nur glänzt. Im zweiten Teil: Stimmt das Stereotyp noch? Gibt es Unterschiede innerhalb Deutschlands? Und wie geht man als Ausländer damit um? Sind Deutsche wirklich noch so pünktlich? Ich erlebe es selbst anders, besonders bei jüngeren Menschen. Das ist eine berechtigte Frage. Studien zeigen, die Pünktlichkeit in Deutschland nimmt ab, besonders bei der jüngeren Generation. WhatsApp, flexible Arbeitszeiten, Remote Work, all das hat das Verhältnis zur Zeit verändert. Gleichzeitig bleibt der kulturelle Anspruch hoch. Man findet es immer noch falsch, zu spät zu kommen, auch wenn man es öfter tut. Das Ideal ist geblieben, die Praxis hat sich verändert. Es gibt auch regionale Unterschiede.
Bayern sind bekannt dafür, etwas entspannter mit Zeit umzugehen als Norddeutsche. Berlin hat eine eigene Zeitkultur. Die Hauptstadt ist in vielem liberaler und flexibler als der Rest des Landes. Aber im beruflichen Kontext ist Pünktlichkeit nach wie vor unverhandelbar. Quer durch alle Generationen und Regionen. In Deutschland sagt sie: Ich respektiere deine Zeit. Ich bin organisiert. Ich halte mein Wort. Ich bin verlässlich. Das sind Werte, die in Deutschland tief verwurzelt sind, weit über das Thema Zeit hinaus. Und das erklärt, warum Verspätung in Deutschland emotional so aufgeladen ist. Es geht nicht um Minuten, es geht um Respekt, Verlässlichkeit, Charakter. Für jemanden, der aus einer anderen Zeitkultur kommt, ist das zunächst schwer zu verstehen. Aber wenn man es einmal versteht, versteht man Deutschland ein bisschen besser. Was sollte man als Ausländer in Deutschland wissen? Erstens: Pünktlichkeit ist Pflicht, besonders im Beruf. Komm nie zu spät zu einem Meeting oder Vorstellungsgespräch. Wenn du weißt, dass du dich verspätest, ruf an, schreib eine Nachricht. Vorwarnung ist alles. Zweitens, zu früh ist auch nicht ideal. 5 Minuten früher ist in Ordnung. 20 Minuten früher setzt den Gastgeber unter Druck. Drittens: Fristen nehmen Deutsche ernst. Wenn ein Kollege sagt, bis Freitag, meint er Freitag, nicht Montag. Wer regelmäßig Fristen überzieht, verliert das Vertrauen. Und viertens, entspann dich. Die deutschen Regeln sind klar, und wenn man sie kennt, sind sie gar nicht schwer einzuhalten. Pünktlichkeit in Deutschland ist keine Last. Es ist ein System, das, wenn alle mitmachen, das Leben für alle effizienter und stressfreier macht. Und so gesehen ist die deutsche Obsession mit der Pünktlichkeit vielleicht gar keine Obsession, sondern ein kollektiver Vertrag. Ich respektiere deine Zeit. Du respektierst meine. Und wir alle kommen pünktlich. Das war unsere Folge über Pünktlichkeit. Die deutsche Obsession mit der Zeit. Wir haben 20 Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Pünktlichkeit und Verspätung über verbindlich und monochron bis hin zu Müßiggang und peinlich genau. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Seid ihr selbst pünktlich? Und was war eure lustigste oder schlimmste Erfahrung mit Pünktlichkeit in Deutschland? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden zweiten Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und kommt pünktlich. Tschüss!